Nach der Gala in der Champions League heute wieder die Pflicht in der Bundesliga gegen Werder Bremen. Schönes Duell an Spieltag 4. Wir haben bislang 3 Spiele, 3 Siege in der Liga, auch in der Champions League. Also wir sind perfekt in die Saison reingestartet. Jetzt die Frage natürlich, läuft es ähnlich locker leicht wie gegen Bologna? Das vermute ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber wir lassen uns einfach mal überraschen. Mannschaft muss ich musste die gar nicht durchtauschen, weil die haben offensichtlich sehr gute Regenerationswerte. Ja, normalerweise muss ja nach so einem Champions League-Spiel immer mal 3-4 Mal durchwechseln, aber die Mannschaft ist fit. Das ist schon mal etwas, was mir sehr positiv auffällt, was wir auch brauchen werden in der Saison. Viel Frische, viel Fitness aufgrund der vielen Spiele, wenn auch noch bald der DFB-Pokal wieder mit dazu kommt. Von daher müssen wir da auch fit sein und auf Zack sind wir hier in der ersten Chance. Ikitike. 5. Minute, sehr schön. Bremer 2 Niederlagen. Bislang, oder nee, die letzten 5 Spiele davon 2 verloren. So rum. Wird ein Schuh draus. Sind, glaube ich, 16. Also die brauchen auch jeden Sieg. Die spielen hier mit einer Fünferkette. Das könnte uns entgegenkommen. Vielleicht Uso. Nächste Chance. Völlig frei. Und locker leicht. Zum 1:0. Und wir machen da weiter, wo wir gegen Bologna aufgehört haben. Mit dem Tore-Schießen. Mit dem frühen Tore-Schießen. Und immer wieder Usun. Der bereitet nicht nur Tore vor, der macht auch welche selber. Guck mal, ganz viel Zeit und dann ja, verhungert er quasi schon. Er war ziemlich leicht geschossen, aber dafür platziert. Hier, schöner Laufweg gegen die Fünferkette von Bremen. Und dann, ja, wie gesagt, verhungert er fast, als er hinten reinfällt ins lange Eck. Und Usun auch immerhin schon mit Saisontor Nummer 4 in seinem 4. Spiel. Also ihr seht, wie wichtig der jetzt schon ist, wie wichtig der später noch werden wird. Und wichtig ist jetzt natürlich auch weitermachen. Direkt, nicht hinten reindrängen lassen. Nicht wie gegen Bologna die letzten Minuten. Das war so ein bisschen Hanebüchen. Da haben wir noch 2 Gegentore dann gefangen, leider. Also das möchte ich hier heute nicht sehen. Aber wir sind schon wieder vorne. Ihr seht, die Bremer sind bislang noch gar nicht drin im Spiel. Wir haben so viel Platz. Fofana gegen Torres. Macht er alleine. Dem will ich auch mal ein Tor gönnen. Fofana. Und Reis im Tor. Es ist jetzt schon die 3. oder 4. Parade. Wir haben noch nicht mal eine Viertelstunde gespielt. Und wir gehen vorne drauf. Sehr viel Druck, sehr viel hohes Pressing. Aber irgendwann befreien sich halt auch mal die Bremer, ne? Und werden auch ihre Möglichkeiten bekommen. Keke top. Prados zum Beispiel jetzt vorne frei. Oh, den hat er noch. Gut gerettet. Gerade ein bisschen unsortiert. Kopmann, das ist aber da. Und die Chance, schnell umzuschalten. Da hat Fofana nicht mitgedacht. Aber Robin Koch ist da und macht das. Also wir können uns auch wieder nur selber schlagen. Ja, Bremen ist hinten wirklich 1, 2, 3, 6 Mann sogar? Ne, 5er-Kette. 5 Mann hinten. Auf Höhe der Mittellinie. Das heißt, wir können also die Abwehr eigentlich ganz leicht überspielen. So wie hier. Wenn Fofana rankommt. Ne, kommt er nicht. Das ist dann auch wieder zu kompliziert. Also wir dürfen jetzt nicht in Schönheit sterben. Das verleidet nämlich manchmal, wenn der Gegner nichts nach vorne zeigt, wenn die uns so große Lücken lassen. Wir müssen einfach hier genau ins Pressing reingehen. Super. Ich wollte es gerade sagen und dann den Ball zurückerobern. Usun wieder. Yusuf Fofana läuft durch. Unten kommt Kopmanas. Die beiden Sechser im Zusammenspiel. Schade. Aber weiter geht's. Fofana gewinnt nicht den Ball, aber dafür Adingra. Auch wenn es nicht immer klappt, aber genau das müssen wir machen. Vorne rein ins Pressing. Irgendwann werden wir diese Bälle gewinnen. Und dann werden wir auch folgerichtig Chancen kriegen. Jetzt fehlt halt erstmal oben Brown. Da muss Dimitriou jetzt raus. Oder am besten nicht in der Mitte. Da fehlt er jetzt nämlich. Achtung, Santos. Die erste Chance für Bremen. Also Bremen ist da. Haben Chancen, aber wir hoffentlich jetzt wieder auch Brown auf Fofana. Kriegt er den? Ist leider nicht schnell genug, aber im Zweikampf vielleicht? Nee. Dann wieder nach hinten. Fofana natürlich, der läuft ja auch mit. Muss auch mit nach hinten arbeiten. Jeder hier. Geht gar nicht anders. Und Fofana ist wieder da. Der hält wirklich den Laden in der Mitte dicht. Das ist ein starkes Duo und das brauchen wir. Ja, auf die ganze Saison gesehen brauchen wir einfach so ein verlässliches Duo im Mittelfeld. Wir haben natürlich auch noch Leute, die wir nachlegen können. Skiri ist jetzt auch nicht viel schlechter, finde ich. Der läuft auch viele Passwege zu, zum Beispiel.
Aber es ist halt immer hier ein Spiel auf Messerschneiden. Ne? Das sieht sehr dominant aus von uns. Wir haben das auch im Griff, aber hatten wir gegen Bologna auch. Und dann sind die nochmal zu 2 Treffern gekommen. Fofana auf den anderen. Schade. Aber den müssen wir haben. Hier die Bremer, was machen die denn? Die spielen das ganz schön riskant. Einladen für uns. Usun, Adingra. Ja, jetzt ist vorne niemand frei. Die Bremer verdichten das jetzt natürlich, ne? Mit 5 Mann da hinten. Dann machen wir es halt so. Schöner Spielzug Usun. Wer läuft durch? Brown läuft durch. Ekitike. Ne, macht das alleine. Auf Spitzenwinkel. Nathaniel Brown. Darf er auch machen. Auf jeden Fall. Ist ja nicht verboten. So, in Bremen kommen über Agun. Dann hier im richtigen Moment zuschnappen. Das reicht meistens schon. Wir müssen ihn ja nicht gleich immer gewinnen. Wir müssen einfach nur dafür sorgen, dass sie nicht in ihren Spielfluss reinkommen. Hier Adingra und schon ist er bald wieder weg. Und jetzt die Chance nach vorne. Direkt in die Spitze. Wie schnell geht's? Ekitike. Gegen Fuchs. Da ist niemand da. Fofana, lauf mal durch. Schön gemacht. Wir bleiben in Ballbesitz. Fofana. Oh, zu schnell. Aber war richtig. Ekitike war frei. Und es klappt halt auch nicht immer alles. Das ist klar. Das ist jetzt ein anderes Spiel als gegen Bologna. Wo wir schon in der ersten Halbzeit das Ding hier klar gemacht haben. So deutlich ist es jetzt hier noch nicht. Aber trotzdem, wir sind spielbestimmt. Mit weniger Ballbesitz. Wichtig ist aber das, was jetzt gerade unten zu sehen ist. Die Führung. Die natürlich jetzt gerne auch auf 2:0 und auf 3:0 ausgebaut werden darf. Und wir haben schon die erste Chance. Ekitike alleine gegen alle aus spitzem Winkel. Jawohl. Schöner Start in der zweiten Halbzeit, in die zweite Halbzeit. Und ein großes Herzchen für euch da draußen. Und ein Küsschen noch hinterher. Sehr, sehr schön. Gut und schnell direkt gespielt. Und Ekitike, ja, ist halt auch nicht langsam, ne? Und dann macht das wie Can Usun, diesmal mit Gewalt, aber ins lange Eck wieder. Schön platziert, vorbei an Reis, der halt auch nicht jeden Ball halten kann. Das ist heute mit der beste Bremer, würde ich sagen. Das heißt halt auch schon einiges. Also Bremen ist jetzt noch nicht raus, ganz klar, aber sind immer gefährlich, weil wir halt den Gegner auch oftmals zu Chancen einladen. Das darf halt nicht passieren. So, das hinten, das Gerüst, das muss stehen, genau. Dimitriou, der erahnt das und dann zack, geht er wieder auf seine Position, als würde er schon 10 Jahre Fußball spielen. Der ist erst 17. Ja, für die Leute, die vielleicht erst später hier dazugeschaltet haben, der ist erst 17 Jahre alt. Von Atletico Madrid geholt. 60 Millionen habe ich, glaube ich, dafür bezahlt und das Geld habe ich sehr gerne bezahlt. Und wir sind schon wieder vorne, es geht zu schnell. Nächste Chance, Ekitike. Ja, und dann zeigt sich mal wieder, also wenn eine Mannschaft eine Fünferkette hat, scheint uns wohl ganz gut zu liegen. Ob das jetzt Union ist, ob das auch früher Schalke, glaube ich, war, Bremen, Hoffenheim. Da haben wir eigentlich immer die besten Spiele gezeigt. Mit die besten Spiele gezeigt. Sehr stabil. Sehr, sehr gut. Das geht auch sehr schnell, sehr flüssig, sehr direkt. Abseits, aber Fofana nicht, wenn er durchläuft. Kriegt den Ball. Jetzt muss er durchlaufen. Fofana. Schade, da war so die Frage, ob er den per Dropkick nimmt oder den so komisch mit dem Kopf. Naja, also, Wechsel. Wechselzeit ist hier angebrochen. Aronson oder Usun? Ich meine, Usun oder Fofana raus. Fofana raus. Dann vorne Duro, den würde ich noch nicht bringen. Ich würde jetzt erst nochmal Ekitike vorne lassen, der ist gut drauf. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu wechseln. Ich meine, die sind immer noch fit. Das ist halt auch ein großer Unterschied zu Münster, was ich merke. Ja, erstens steht die Defensive. Klar, das ist auch logisch stabiler, weil halt einfach bessere Spieler. Und nach vorne geht das halt auch ein bisschen flüssiger von der Hand, das ist auch klar. Der Unterschied ist auf jeden Fall jetzt schon im 5. Spiel zu merken. Aber steht halt nur 2:0 und solange es nur 2:0 steht, sind die Bremer halt auch noch nicht raus. Achtung! Und genau das ist immer die große Gefahr. Die kommen einfach vors Tor, haben eine gefährliche Chance und schon ist das Spiel wieder offen. Da stehen wir eigentlich richtig, aber dann zu weit weg und dann wieder mit 300 km/h ins kurze Eck. Da bist du machtlos. Ja, hätten wir einfach drauf gehen müssen. Ein bisschen aggressiver. Gut, dann wäre die Gefahr da gewesen, dass es Elfmeter gegeben hätte. Und Fila, der ist gerade erst reingekommen.
Mit dem 2-1. Also, jetzt wird es nochmal spannend. Bremen ist wieder da. Ohne irgendwie großartig was machen zu müssen. Aber gut, mal gucken. Vielleicht stellen wir gleich wieder den alten 2-Tore-Abstand her. Usun in der Mitte, Fofana. Ja, zieht mal 1, 2 Gegner. Ist gar nicht schlecht. Wieder Ekitike. Es wird ein bisschen zu eng, aber Usun, der hat immer Platz. Der findet ansonsten immer eine Lücke. So, und aufgepasst. Bremen kommt. Die sind wieder vorne. Die müssen eigentlich nicht viel machen. Wir müssen eigentlich auch nicht viel machen. Wir müssen eigentlich nur gut stehen. Eigentlich. Sagt sich immer so einfach. Der Schuss. Aus 100 Metern oder was? Willst du den reinmachen? Nächste Chance umzuschalten. Usun, Adingra. Viele Männer vorne. Adingra, Usun muss durchlaufen. Genau, über die Außen. Super. Gut gespielt. Usun mit der Hacke. Oh, ein bisschen zu überheblich. Schade. Ich dachte, dass er das hinbekommt. Deswegen habe ich da gerade mal mit der Hacke versucht. Nun gut, also es bleibt nach wie vor ein heißes Spiel. Eine spannende Schlussphase wird es auf jeden Fall geben. Solange es halt nur 2-1 steht für uns. Ja, wir müssen auch hier weiterhin im Pressing bleiben. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was die Bremer da vorhaben mit ihren Aktionen, aber da steckt System hinter wahrscheinlich. Und die Bremer kommen. Oh, das ist kein Abseits, oder? Doch, Gott sei Dank. Gott sei Dank, sonst hätte es 2-2 gestanden. Aber guckt, wir lassen sie jetzt spielen. Bremen wird ein bisschen frecher vorne. Ja gut, das war Abseits, Gott sei Dank. Aber wir müssen jetzt auch noch mal ein bisschen was machen. Eine Schippe drauflegen. Es wirkt jetzt ein ganzes bisschen zu entspannt, zu locker. Aber das können wir auch immer machen. Wir können immer wieder einen Gang oben drauflegen. Usun ist so einer, der nochmal antreiben kann, der nochmal einen Gang hochschalten kann oder 2. Wieder die Chance durch eine Ecke. Haben wir auch noch nicht getroffen, glaube ich. Wird mal Zeit. Dimitriou. Koch ist da. Der Keeper klärt erstmal vorsichtig. Ball nochmal auf Koopmann. Das hinten ist Ekitike. Schöne Flanke hoch in der Luft. Lang in der Luft. Nochmal. Robin Koch. Kommt wieder keiner ran, aber Fofana. Der wagt sich da allein gegen alle. Und jetzt in der Mitte. Ekitike. Nein, hinterm Gegner. Hat er sich versteckt. Schlussoffensive. Letzten 10 Minuten mit Nachspielzeit. Ein Spiel, was wir auch eigentlich gewinnen müssen. Wir sind die bessere Mannschaft. Wir haben die Chancen. Wir lassen aber auch den Gegner spielen. Das ist halt die große Gefahr. Wenn du den Gegner spielen lässt, wenn du den reinkommen lässt ins Spiel, dann ergeben sich halt irgendwann die Lücken. Aber da dürfen sie gerne hinten rumspielen. Wenn wir vorne wieder zulaufen, genau, der kann sich noch 10-mal drehen. Genau, jetzt dreht er sich nochmal. Da vergehen wichtige Minuten. Jetzt sind es nur noch 4 Minuten mit Nachspielzeit. Ekitike zum ersten, zum zweiten. Na, schade. Und beim zweiten Mal hat er dann leider ein bisschen Pech, dass er den nicht so bekommt. Nächste Chance. Das müssen wir jetzt eigentlich hier entspannt nur runterspielen, sagt sich so leicht. Adingra. Rega läuft vorne mit durch. Ja, schön gemacht. Und Rega, jetzt wo ist Ekitike? Oder Usun, ist mir egal wer. Oder Fofana. Fofana, Usun nochmal. Der hat Platz. Und Reis noch mit einer letzten Parade. Und dann wird es das gewesen sein. Gott sei Dank. Also Bremen war mal 10 Minuten, 15 Minuten wirklich ein bisschen bestimmter. Hat nach vorne hin gut gespielt. Sind zum 2-1 gekommen und am Ende, ich glaube unterm Strich, aber trotzdem verdient. Eine gute Leistung wieder und Hauptsache gewonnen. Ergebnis ist manchmal gar nicht so wichtig. Hauptsache gewonnen. Egal ob 1-0 oder 2-1, gibt auch jeweils 3 Punkte. Und die haben wir auf unserem Konto. Und mit dem Ergebnis bleiben wir natürlich erstmal Tabellenführer. Jetzt Union Berlin ist eine weitere Mannschaft, die, denke ich, mit 5er-Kette spielen wird. Die sind auch unten, genauso wie Bremen. 15. Wir spulen erstmal vorne, dann lese ich mir die Nachrichten durch. Wahrscheinlich neue Nachricht von Adingra. Ich könnte vermuten, dass er sich freut, so oft gespielt zu haben bislang. Es ist viel über meine Position geredet worden. Rechter Flügelspieler. Aber ich spiele gar nicht mit einer Flügelformation. Das ist ja wieder der Witz an der ganzen Sache. Ich spiele mit einem 4-2-3-1. Das sind 3 ZOMs. Da ist nichts von Flügel zu sehen. Sehr komisch. Naja, egal. Rein geht's. Nächstes Spiel dann. Es läuft momentan richtig gut. Ich bin gespannt, wie lange. Irgendwann wird die Serie auch mal reißen. Das ist auch klar. Wir werden jetzt nicht die 34 Spieler am Stück in der Liga gewinnen. Ja, und Union auch mit einer 5er-Kette. Auch 5-3-2 vorne. Hollerbach und Tapia. Sieht auch nach einem neu generierten Jugendspieler aus.
Und das ist meistens das Gefährliche. Du weißt nicht so viel über die. Den Keeper, den kenne ich, ja. Andrews, Semedo, Roussillon, Gené, vom Namen her klar, Toussaint auch, Schäfer, Bahoya, die kennt man. Ist ja ganz klar. Haben aber auch die letzten 3 Spiele verloren. Also die suchen auch noch so ein bisschen nach ihrer Linie. Die haben wir schon längst gefunden mit unseren 4 Siegen in 4 Spielen. Das ist wirklich sehr, sehr souverän bislang, Gott sei Dank. Münster, gut, die müssen auch noch spielen. Union unten, wie sieht's da aus? Ja, die haben auch eigentlich ein gutes Torfeld. Das hört sich blöd an. Die haben schon 5 Tore geschossen, haben auch nur 7 Gegentore. Genauso wie der FC, genauso wie der FC Augsburg. Auf dem 8. Platz. Dortmund hat sogar mehr Gegentore. Die sind 5. Weil sie halt nur mal 5 Tore mehr geschossen haben. Das ist ganz, ganz eng, gerade am Anfang der Saison. Das ist wirklich sehr, sehr eng zusammen. Mainz ist unten überraschend. Bremen, gut, die dümpeln auch immer so unten rum. Hoffenheim, Freiburg stehen eigentlich auch schlechter als gedacht. Stuttgart auch. Naja, also, wir gucken mal. Nächstes Spiel. Hoffentlich auch wieder erfolgreich bei Union. Wird auch, denke ich mal, nicht ganz so leicht, aber wir schaffen das. Zusammen mit euch. Lasst einen Daumen nach oben da. Gerne natürlich ein kostenloses Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wenn ihr jetzt neu seid und sagt, Mensch, geile Karriere, geiler Typ, den feiere ich. Dann unterstützt mich doch gerne auf dem Weg, ja, zu 12.000 Abonnenten. Macht's gut. Ciao, ciao.